one of the things that I always like so much about this place, no matter what kind of music is being played here, but it's always really packed. And of course, when you have like this new condition that we have to deal with, a packed place is not really an option. So tell me, how did the whole lockdown, what did it do with you and the club, and how did you deal with it in the beginning? During the lockdown, of course, for us, a lot of existential questions of how we continue, if we continue, what's possible, what's not possible. And just adjusting, seeing how it goes. I mean, nobody knew what's going to happen, when we're going to open, if we can open. So we just kind of went with it. We got a lot of local support from the community around here. They helped us through the times definitely where we were completely closed. So we managed to keep the team together and keep the club through the couple of months where we had to close. This is a very unique situation because you're not only running this place, you're a fantastic musician yourself and you play in a lot of different setups. And so you experience this whole change like off stage and on stage. It's interesting you say that because I was quite surprised at how different it is to be on the stage now as opposed to before as a musician. It definitely, my first impression was, okay, the room looks very empty. What's happening? There's nobody here. How is your experience with the people who then finally could come back here in June or July to be on stage again? So most musicians, absolutely, they were really hungry and thirsty. It was very worrying, I mean, it's kind of the problem of not only not playing for a few months, but actually the general problem of art and music disappearing completely when it's gone for such a long time. Du hast das erste Café, das du aufgemacht hast, wieder nach dem ersten Lockdown, war das kleine. Genau. Und da hattest du, glaube ich, die Idee, dass die Leute durch das Café durchgehen und hast aber auch gleich, glaube ich, Brot verschenkt, das du hattest, ne? Das war sozusagen das, was sich dann entwickelt hat. Das eine ist ja sozusagen der technische Ablauf, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt ein Feinkostgeschäft, wir sind kein Restaurant mehr, um möglichst lange von weiteren Lockdown-Maßnahmen auch verschont zu bleiben. Und da haben wir ganz schnell mitbekommen, dass es Leute gibt, die eben nicht raus können, die dann als Hochrisikopatient eingestuft wurden. Es war ja noch Panik da, es war alles neu, keiner wusste, was kommt jetzt auf einen zu. Erinnerte mich so ein bisschen an 86, an diesen Tschernobyl-Zwischenfall, wo auch alle gesagt haben, oh, wovon wollen wir jetzt leben, essen, trinken? Das war ja hier so ähnlich. Keiner wusste, wie damit umgehen, was passiert. Und jeden Tag gab es was Neues. Dann haben wir gesagt, dass wir natürlich auch hier schauen wollen, dass Leute, die wirklich bedürftig sind, dass die von uns auch unterstützt werden. Das ist ja dann so ein Geben und Nehmen. Ihr habt hier tolle Sachen gemacht. Ihr hattet, glaube ich, diese Liegestudie draußen. Ja. Hattet so Veranstaltungen, die so ganz spontan, seid ihr losgezogen, habt irgendwie Sommermöbel gekauft. Plötzlich war dieser Platz belebt wieder, was er für lange Zeit nicht war. Da gab es mal so ein großes Denunziantentum. Das hat uns ein bisschen gepiekst. Ja, als wir das erste Mal im Mai an einem schönen Tag den gesamten Platz bespielt haben, Leute eingeladen haben zu kommen und lasst uns ein bisschen sowas wie After Corona feiern. Da hat irgendjemand das Ordnungsamt gerufen und fand das ganz blöd. Und die standen hier zu 12, mit 12 Polizisten, glaube ich, waren es am nächsten Tag in einer vollen Montur und meinten dann aber recht freundlich, es täte ihnen sehr leid, aber sie wurden angerufen und sie müssten hier darauf hinweisen, dass wir so eine Partys erstmal nicht mehr machen können. Jetzt wird es kälter und grauer. Berlin kann sehr lange sehr grau sein. Nimmst du schon eine Veränderung der Stimmung bei deinen Gästen wahr? Ich glaube, dass nach wie vor die Problematik diese Unsicherheit ist und dass das Wohlbefinden bei den Menschen jetzt eher vielleicht mit der Hoffnung, im Herbst noch mal wegfahren zu können, auch total schwindet und dass das dann vielleicht eher ein Sammelsurium ist. Wie sieht das im Alltag aus, also auch mit Nähe? Ist man dann an einem Punkt, wo man sagt, ich muss das Kind jetzt in den Arm nehmen, weil das gar nicht anders geht? Oder musste man da ganz besonders darauf achten, dass man diese zwischenmenschlichen Sachen eben auch einschränkt? Wie kann man sich das im Alltag vorstellen? Ja, Nähe und Distanz ist generell so ein großes Thema bei uns, ne? Ja, dass du schon immer probieren musst, unabhängig von Corona, dass du probierst, wie weit werde ich jetzt mit der Person körperlich. Ja?
Und natürlich gibt es Situationen, wo du dir wünschst, so, ich würde dich jetzt einfach gerne umarmen. So, ne? Aber allein die Professionalität, die gebietet es schon, das eigentlich nicht zu machen. Ja? Und klar, macht es Corona nicht einfacher. Ja. Ne? Ja, und da ist es schon so, dass du dann halt eher das nicht machst. Durch das Homeoffice, was ich hatte, ne, hatte ich natürlich auch mehr Zeit mit meinem Sohn. Klar. Ja, den sehe ich sonst nicht so oft, wie ich ihn zu der Zeit gesehen habe, da der ja auch nicht zur Schule durfte. Ich glaube, die wirklichen Folgen, wenn es denn welche gibt, für die Kinder sind noch gar nicht abzusehen. Weil kann man den Dreijährigen erklären, warum alle eine Maske tragen? Das versteht er nicht. So, Und zur Sprache gehört ja auch Mimik und Gestik, aber vor allem in dem Fall die Mimik. Hast du das Gefühl, es verändert sich da was? Also jetzt sowohl in deiner Arbeit wie auch in deiner persönlichen Erfahrung mit deinem Kind? ich finde, das ist halt etwas, was die Persönlichkeit ausmacht, halt jemanden zu sehen. Und auch ich bin jemand, der total mit seinem ganzen Gesicht redet, ja, und nicht nur mit der Stimme. Von daher, wenn es möglich ist, macht es der Abstand und dann war das fast wie immer. The fundamental need of human beings to like gather and come together. And it started with like when I saw that a lot of people were like doing online concerts. We had also. I should explain now. Yes. So my question is like, what do you yes, think yes. about that? Is that like something that is It is- interests you? It or? is not concert. It's a kind of, let's say, I don't know. The concert means live, you know. People, you. There's energy between you and people. Do you consider even to be not a musician? I can't. It's difficult because I study music from music school when I was child, and and then university. So I am a musician, like all musicians. I spent whole of my life about music. Was erwartest du vom Herbst und vom Winter? Gerade kocht ja so vieles hoch. Du weißt ja noch nicht mal, was heute entschieden wird. Die sind jetzt ja wieder gerade am Tagen und es stehen ja auch immer abstrusere Dinge, weil du so den Eindruck hast, wir laufen gerade metaphorisch gesprochen auf einem Flickenteppich von Maßnahmen, der eigentlich überhaupt gar keinen roten Faden mehr hat. Ne? Generell können wir gar keinen zwingen, eine Maske zu tragen. Ja, wir können lediglich sagen, wenn du zu uns ins Büro kommst, ne, um euch zu schützen und um uns zu schützen, tragen alle eine Maske. Ja, wir können keinem Kind sagen, trag eine Maske, sonst darfst du nicht im Haus rumlaufen. Ja, die Kinder haben auch vorher miteinander gespielt und spielen auch jetzt miteinander. And relax and enjoy yourself, but at the same time constantly be measuring how many centimeters. So, I mean, at the moment we're okay, if you're asking me, until December, but after that, nobody knows what's going to happen. So what's your hope? How do you get hope? How you? I just have a hope. Let's say like this. I hope everything. Spiritually. Yes, everything Yeah. get better soon as soon as.